In diesem Video möchte ich über einen Kommentar sprechen, der unter einem meiner Videos stand. Da schrieb jemand: Vielleicht brechen so viele das Arbeitsverhältnis mit dir ab, weil du dich so stark auf Sexualität fokussierst. Das wäre mir unangenehm, eine Person zu pflegen, die ständig Wünsche äußert. Mir ist wichtig, dass man versteht, in der Assistenz geht es um Professionalität, Vertrauen und klare Grenzen. Und genau deshalb spreche ich öffentlich über Themen wie Scham und Sexualität, weil diese Themen in der Pflege oft totgeschwiegen werden. Ich verstehe, warum man so denken könnte, wenn man mich nur aus einzelnen Clips kennt. Aber genau dadurch entsteht ein Bild, das mit meinem echten Alltag wenig zu tun hat. YouTube ist der Ort, wo ich offen über Dinge spreche, die auch bei behinderten Menschen zum Leben dazugehören. Körper, Scham, Nähe, Sexualität, Selbstbestimmung. Und weil darüber so selten gesprochen wird, entsteht schnell ein falsches Bild, als wäre das zu viel oder unpassend. Wenn man solche Themen totschweigt, bleiben sie ein Tabu. Und genau das macht es für Betroffene oft noch schwerer. Mein Assistenzalltag ist davon klar getrennt. Assistenz ist Arbeit. Da geht es um Pflege, Organisation und darum, dass mein Leben funktioniert. Und da gelten Regeln, Grenzen und Absprachen, genau wie in jedem anderen Job auch. Ich dränge niemandem intime Themen auf, ich teste keine Grenzen und ich erwarte nicht, dass Assistenzkräfte Dinge tun, die nicht zu ihrer Arbeit gehören oder die ihnen unangenehm sind. Wenn jemand etwas nicht möchte, dann ist das ein klares Nein und das wird respektiert. Für mich ist dieses Vertrauen nicht irgendein Extra, sondern die Basis. Ich bin jeden Tag darauf angewiesen, dass Menschen professionell und respektvoll mit meinem Körper umgehen. Und genau deshalb ist mir wichtig, dass man nicht automatisch denkt, der redet öffentlich über Sexualität, also bringt er das bei der Pflege auch. Mein Alltag ist Organisation, Pflege, Technik, Termine, Essen, Transfers, Lagerung, Körperpflege und Rollstuhl. Und das jeden Tag. Ich bin schwer behindert. Ich kann vieles nicht selbst machen. Deshalb sind Assistenzkräfte für mich nicht einfach praktisch, sondern existenziell. Und wer existenziell auf andere angewiesen ist, der lernt sehr schnell, wie wichtig Respekt, klare Grenzen und Professionalität sind. Für mich ist es eher umgekehrt. Ich bin der Mensch, der jeden Tag von fremden Händen versorgt wird. Ich mache mich dabei verletzlich und bin darauf angewiesen, dass jemand respektvoll mit meinem Körper umgeht. Wenn irgendwo Grenzen überschritten werden, dann trifft es zuerst mich. Genau deshalb ist mir dieses Thema so wichtig. Nicht, weil ich fixiert bin, sondern weil Würde und Selbstbestimmung in der Pflege jeden Tag eine Rolle spielen. Wenn Assistenzkräfte gehen, hat das meist ganz normale Gründe. Menschen ziehen um, Menschen studieren, wechseln den Job, bekommen gesundheitliche Probleme oder merken, dass Pflege nicht ihr Weg ist. Das passiert überall. Daraus dann zu machen, die gehen alle wegen dir oder wegen deiner Sexualität, ist schnell behauptet, aber das wird meiner Realität nicht gerecht. Ich mache diese Videos, weil ich will, dass man Behinderung als ganzes Leben sieht, nicht nur als Pflegefall und Hilfsmittel, sondern als Mensch mit Bedürfnissen, mit Grenzen und mit Würde. Und ja, auch mit Themen, die manche lieber wegschieben. Aber ich schiebe sie nicht weg, weil ich finde, genau da fängt echte Aufklärung an. Es ist völlig okay, wenn jemand mit meinen Videos nichts anfangen kann. Dann schaut man sie einfach nicht. Wenn du also meine Inhalte nicht magst, ist das dein gutes Recht. Aber bitte vermisch nicht meine öffentliche Aufklärung mit meinem privaten Umgang im Assistenzalltag. Denn da gilt bei mir ganz klar: Respekt, klare Grenzen und ein professionelles Miteinander.